In den letzten 3 Jahrhunderten hat unsere Erde mehr als 1/3 ihrer Waldbedeckung verloren. Von den verbleibenden Wäldern sind mehr als 80% aufgrund der menschlichen Nutzung stark degradiert und ökologisch entwertet. Legt man die potenziell natürliche Vegetation Europas zugrunde, könnten naturnahe Laubwälder nach der letzten Eiszeit weite Teile Europas ausgemacht haben, wie hier grün im Bild zu sehen. Buchenwälder könnten so einst ca. 11% des Kontinents bedeckt haben. Nach umfangreicher Analyse und Berechnung der verfügbaren Daten komme ich zu dem Ergebnis, dass Europa bis heute jedoch mehr als 2/3 seiner Buchenwälder verloren hat. So wurden die naturnahen Laubwälder Europas, insbesondere Buchenwälder, welche zu den ursprünglichsten Ökosystemen in Mitteleuropa gehören, überwiegend in Nadelforste umgewandelt. Doch unberührte und intakte Wälder haben eine grundlegende Bedeutung für die Entwicklung der Natur. Hier hat auch Deutschland eine besondere internationale Verantwortung, denn rund 1/4 des weltweiten Verbreitungsareals der Rotbuche befindet sich in Deutschland. Ursprünglich bedeckten Buchenwälder 2/3 der deutschen Landesfläche. Heute sind sie auf weniger als 5% geschrumpft. Um dauerhaft naturnahe alt- und totholzreiche Waldflächen zu schaffen und zu erhalten, beschloss die Thüringer Landesregierung 2018, rund 5% der Thüringer Wälder aus der forstlichen Nutzung zu nehmen. Mit Ausnahme der Verkehrssicherung und dem Forstschutz für angrenzende Wälder ist hier zukünftig die Nutzung und Entnahme von Holz untersagt. In den rund 120 Gebieten, hier rot markiert, sollen sich zukünftig 26.500 Hektar Wald wieder ohne forstliches Eingreifen entwickeln können. Dabei wurde ein großer Teil der Wälder mit sofortiger Wirkung aus der Nutzung genommen. In anderen Gebieten ist für naturschutzfachlich begründete Waldumbaumaßnahmen die forstwirtschaftliche Nutzung noch bis 2029 erlaubt. Bei weiteren Flächen muss erst noch festgelegt werden, bis wann die forstliche Stilllegung erfolgen soll. Und schlussendlich gibt es einige wenige Wälder, in denen aus Gründen des Arten- und Biotopschutzes dauerhaft Naturschutzpflegemaßnahmen erlaubt bleiben.